Wusstest du, dass viele Leute in der Apotheke zu viel zahlen, weil sie nicht nach einer günstigeren Marke fragen? Ich habe mal gelesen, echt viele machen das so, bestimmt 60%. Das ist doch verrückt, oder? Total. Und noch so ein Ding, viele kommen ohne Rezept oder das Rezept ist nicht auf Kasse, also nicht über die Krankenkasse. Dann heißt es plötzlich, selbst zahlen. Autsch, das tut weh im Portemonnaie. Und dann das E-Rezept, also das digitale Rezept. Für einige ist es super, für andere einfach verwirrend. App, Karte, PIN, was denn nun? Heute reden wir da ganz in Ruhe drüber. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Kaffeetalk. Ich bin Julia, ich habe meinen Becher hier und ich freue mich mega, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin Tim. Schön, dass ihr zuhört. Heute geht's ums Medikamente abholen in der Apotheke. Was braucht man, was sagt man und wie vermeidet man teure Überraschungen? Also fangen wir mal ganz basic an. Was braucht man denn wirklich? Rezept, klar. Rezept heißt der Zettel oder digitaler Code vom Arzt, also vom Doktor, mit dem Namen vom Medikament. Genau. Und oft braucht man auch die Karte von der Krankenkasse, die elektronische Gesundheitskarte. Bei manchen starken Medikamenten fragen sie auch nach dem Ausweis, also dem Identitätsdokument mit Foto. Sicher ist sicher. Ja, und beim E-Rezept, also beim digitalen Rezept, gibt's manchmal zwei Wege. Entweder du hast eine App von der Krankenkasse oder du hast so einen Papierausdruck mit einem Code. Beides ist möglich. Ich sag's mal ganz einfach, E-Rezept bedeutet, das Rezept ist nicht mehr auf rosa Papier, sondern digital gespeichert. Du holst es mit deiner App oder mit deiner Karte ab. Wenn du unsicher bist, ruf die Apotheke vorher kurz an. Genau, anrufen ist echt schlau. Viele machen den Fehler und checken nicht vorher, ob das Medikament da ist. Dann steht man da und hört, wir müssen es bestellen. Kommen Sie später nochmal. Ist nervig, oder? Ja, voll. Ich hatte das neulich, ich komme mittags, mega eilig und sie sagen nicht vorrätig, heute Abend oder morgen früh. Seitdem rufe ich vorher an oder schreibe, na ja, ich frage einfach mal nach dem Bestand. Ein großer Punkt ist auch Kasse oder Selbstzahler. Also zahlt die Krankenkasse oder musst du selbst alles zahlen. Man kann das oft in der App sehen oder man fragt kurz in der Praxis oder in der Apotheke. Ich hatte mal so eine unangenehme Situation. Ich dachte, es läuft über die Kasse. Und dann sagt die Apotheke, nein, das ist privat, also selbst zahlen. Der Preis war viel höher als erwartet. Ich war echt überrascht. Oh Mann, ich kenne das von einer Freundin. Sie stand da mit wenig Bargeld, keine Karte dabei und es war teurer als gedacht. Panik pur. Tipp, frag vorher nach dem Preis. Einfach sagen, was kostet das ungefähr. Und noch ein Tipp, der einfach, aber wichtig ist, immer nach einer günstigeren Alternative fragen. Zum Beispiel, gibt es das auch als andere Marke mit gleichem Wirkstoff? Wirkstoff heißt, der wichtige Teil im Medikament, der hilft. Ja, genau, und viele wissen das nicht. Es gibt oft ein teures und ein günstiges Mittel, aber mit gleichem Effekt. Manche Apotheken sagen das von sich aus, manche eher nicht. Also frag aktiv nach, freundlich, aber klar. Das ist übrigens eine Diskussion, die ich oft sehe. Manche sagen, Apotheken sollten immer sagen, wenn es billiger geht. Andere sagen, die Qualität und Beratung sind auch wichtig, nicht nur der Preis. Ich finde beides zähllaut. Ich mag Beratung sehr. Beratung heißt ein kurzes Gespräch mit der Apothekerin oder dem Apotheker, wie man das Medikament nimmt und was man beachten muss. Aber ja, Preistransparenz ist auch wichtig. Dann gibt's noch die Sache mit rezeptfrei. Viele denken, ach, das kriege ich doch ohne Rezept. Und dann stehen sie da und es geht eben nicht. Peinlich ist das nicht, aber es ist halt unangenehm und kostet Zeit. Ja, lieber vorher kurz online schauen oder anrufen. Und wenn es rezeptfrei geht, frag trotzdem nach, welche Dosierung sinnvoll ist. Dosierung heißt, wie viel und wie oft man etwas nimmt. Das ist wichtig, damit es gut wirkt. Ich habe eine Geschichte aus dem Netz gelesen, die war echt, etwas peinlich. Eine Person holt ein neues Hormonmedikament. Die ältere Apothekerin fragt sehr persönliche Sachen. Wie sind die Symptome, seit wann und so weiter. Die Person fand das total unangenehm. Oh je. Ich verstehe beide Seiten. Die Apothekerin will helfen und sicher sein. Aber ja, man möchte nicht alles vor anderen Leuten erzählen. Tipp, du kannst leise sagen, können wir kurz Diskretion haben? Also, bitte etwas privater sprechen. Guter Satz, merke ich mir. Oder du sagst, könnten wir das kurz an der Seite besprechen. Das klappt meistens. Die meisten Apotheken haben einen kleinen Beratungsplatz, etwas ruhiger. Es gab auch eine Story mit E-Rezept und App. Die Person ging in die Apotheke und dachte, alles ist fertig. Aber die Apotheke meinte, bitte zuerst die App installieren und freischalten. Das hat gedauert, voller Stress. Ja, das ist genau der Punkt. Digital ist gut, aber man muss wissen wie. Mein Tipp,
Vor dem ersten Mal E-Rezept alles zu Hause testen, aböffnen, Anmeldung checken und sehen, ob das Rezept da ist. Spart Nerven. Und wenn du kein Smartphone hast, ist das auch okay. Dann hol dir vom Arzt einen Ausdruck mit Code oder nimm deine Gesundheitskarte mit. Die Apotheke kann das oft auslesen und sieht dann dein Rezept. Es gibt auch das Thema, manchmal gibt die Apotheke das Medikament erst raus, wenn es eine kurze Beratung gab. Manche finden das nervig. Ich denke, es schützt uns. So merkt man, ob es Wechselwirkungen gibt, also ob sich zwei Mittel nicht vertragen. Genau, und wenn du wenig Zeit hast, sag einfach ehrlich, ich hab's eilig, geht's kurz und knapp. Viele sind dann super effizient, aber wichtige Infos, zum Beispiel Nebenwirkungen, also Dinge, die unangenehm sein können, die solltest du trotzdem hören. Noch ein Fehler, den viele machen, sie nehmen keine Unterlagen mit. Bei stärkeren Mitteln braucht man manchmal einen Ausweis. Oder wenn jemand anderes für dich abholt, braucht die Person eine Vollmacht. Vollmacht heißt ein Zettel mit deiner Erlaubnis und Unterschrift. Ja, das vergessen viele. Ich schreibe mir sowas auf einen kleinen Zettel: Rezept, Karte, Ausweis, Geld oder Karte zum Zahlen. Das hilft echt, klingt simpel, aber es spart Stress. Noch ein Punkt mit dem Preis. Frag nach der Zuzahlung. Zuzahlung ist das kleine Stück, das man trotz Kasse zahlen muss. Manchmal sind es 5 bis 10 Euro, manchmal weniger, manchmal mehr. Einfach fragen, damit es keine Überraschung gibt. Und wenn dir etwas zu teuer ist, sag das ruhig. Frag, gibt es eine günstigere Alternative mit gleichem Wirkstoff? Oder kann ich eine kleinere Packung nehmen? Kleinere Packung ist manchmal günstiger und reicht für den Anfang. Ich gebe euch mal eine kleine Beispielszene, wie ich spreche. Ich sage dann: Guten Tag, ich möchte mein Rezept abholen auf den Namen Tim Müller. Ist das auf Kasse oder muss ich selbst zahlen? Und gibt es vielleicht eine günstigere Marke mit gleichem Wirkstoff? Sehr gut. Und ich frage gern noch, können Sie mir kurz sagen, wie ich das einnehme? Also vor dem Essen, nach dem Essen? Und gibt es typische Nebenwirkungen, auf die ich achten soll? Kurz und freundlich, das klappt fast immer. Wenn das Medikament nicht da ist, sage ich: Können Sie es bitte bestellen? Ab wann kann ich es abholen? Oder gibt es eine andere Apotheke in der Nähe, die es heute da hat? So hat man eine klare Lösung. Genau. Und manchmal liefern Apotheken auch nach Hause, besonders wenn man krank ist. Einfach fragen, gibt es eine Lieferung? Oder kann jemand es später für mich abholen? Mit Vollmacht geht das gut. Zeit ist auch ein Thema. Mittags und nach Feierabend ist oft viel los. Wenn du kannst, geh vormittags, da ist es oft ruhiger. Samstags ist manchmal auch voll, je nach Gegend. Stimmt. Und noch ein kleiner Tipp, schreib den Namen vom Medikament groß und lesbar auf einen Zettel oder ins Handy. Manche Namen sind kompliziert. Dann muss man nicht dreimal buchstabieren, haha. Ja? Oder man sagt erstmal: Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Kein Problem, das kennen Sie. Und wenn du dich verhaspelst, bleib locker. Die Leute in der Apotheke sind das gewohnt. Was sagst du zur Diskussion über Preise in Apotheken? Manche finden die Preise intransparent. Ich verstehe das. Ich wünsche mir oft, sie würden sofort sagen, es gibt Option A so teuer und Option B günstiger. Ja, sehe ich auch so. Gleichzeitig, Sie müssen viel erklären und prüfen. Aber ehrlich, ein klarer Satz hilft: Wir haben eine günstigere Alternative. Möchten Sie die? Das wäre super. Also, liebe Apotheken, mehr Transparenz bitte. Haha, ja. Und von uns Kundinnen und Kunden einfach nachfragen. Kein Stress, freundlich bleiben. Oft geht es dann wirklich schneller und günstiger, ohne dass die Qualität leidet. Wir müssen noch kurz über Selbstzahler reden. Wenn du etwas selbst zahlst, frag ruhig: Kann ich Karte oder bar zahlen? Und haben Sie eine Quittung? Quittung heißt ein Beleg, den du später falls nötig zeigen kannst. Oh, und noch was. Manche Medikamente gibt es rezeptfrei günstiger als ähnliche Produkte hinterm Tresen. Frag konkret, gibt es das auch rezeptfrei? Manchmal staunt man, wie viel man sparen kann. Aber wichtig, nicht alles darf ohne Rezept verkauft werden, klar. Wenn die Apotheke Nein sagt, dann hat das einen Grund. Sicherheit geht vor. Gerade bei starken oder neuen Mitteln lieber einmal mehr fragen. Ein Punkt zum E-Rezept noch. Manche sind unsicher mit Pins und so. Frag ruhig bei deiner Krankenkasse nach Hilfe. Oder geh beim ersten Mal nicht alleine. Nimm jemanden mit, der sich mit Apps auskennt. Ist gar nicht peinlich. Ja, und wenn die App spinnt, ich sag dann direkt: Ich habe technische Probleme. Können wir es mit der Karte machen? Meistens finden sie einen Weg. Hauptsache, du bekommst deine Medizin rechtzeitig. Apropos rechtzeitig, wenn du regelmäßig ein Medikament brauchst, geh nicht erst am letzten Tag. Ich gehe so 3-4 Tage vorher. Dann hat man Puffer, falls etwas bestellt werden muss. Sehr gut. Und prüf zu Hause die Packung in Ruhe. Stimmt der Name? Stimmt die Stärke, also die Menge pro Tablette? Wenn etwas komisch ist, geh sofort zurück oder ruf an.
Fehler können passieren, das ist menschlich. Noch ein Satz, den ich gern nutze. Gibt es Wechselwirkungen mit meinen anderen Medikamenten? Also vertragen die sich? Und wenn ja, super, wenn nein, was kann ich tun? Die Apotheke hatte echt gute Infos. Storytime Nummer 2, da war jemand total geschockt über den Preis, weil es privat war. Kein Geld dabei, riesige Schlange, Herzrasen. Am Ende hat die Apotheke eine kleinere Packung verkauft, das ging dann. Also immer nach Optionen fragen. Und Story Nummer 3, Missverständnis pur. Die Person rennt in die Apotheke, denkt, das Rezept liegt da, aber es war noch gar nicht beim Arzt freigegeben. Ergebnis, warten und telefonieren. Tipp, vorher kurz in die App schauen oder in der Praxis anrufen. Ich würde gern noch kleine Beispielsätze üben, okay? Zum Start, hallo, ich möchte ein Rezept abholen auf den Namen, dann, ist das über die Krankenkasse oder muss ich selbst zahlen? Und gibt es eine günstigere Alternative? Und meine Favoriten, wie nehme ich das ein? Vor dem Essen oder danach? Gibt es Nebenwirkungen? Und könnten wir das bitte kurz diskret besprechen? Das hilft, wenn dir etwas unangenehm ist. Wenn du für jemanden abholst, ich hole das Medikament für meine Mutter ab, ich habe hier die Vollmacht. Reicht das so? Und dann zeigst du Rezept, Karte und den Zettelefon, meistens passt das. Wenn etwas nicht klar ist, wiederhol's in deinen Worten. Zum Beispiel, also, ich nehme eine Tablette morgens und eine abends, richtig? So merkst du dir's besser und die Apotheke kann dich korrigieren, falls was falsch ist. Richtig gut. Und falls du krank bist und echt nicht raus kannst, frag, gibt es eine Lieferung oder Kurier? Manche Apotheken bieten das an, oft am gleichen Tag. Einfach freundlich nachfragen. Zum Schluss nochmal die wichtigsten Dinge. Vorher checken, ob das Rezept da ist. Karte und Ausweis mitnehmen, gegebenenfalls Vollmacht. Nach Preis und Alternativen fragen. Und Beratung nutzen, kurz, aber klar. Ja, und keine Angst vor Fragen. Lieber einmal mehr fragen als zu Hause unsicher sein. Das spart am Ende Zeit, Geld und Nerven. So, ich glaube, das war heute richtig praktisch, oder? Wenn euch das geholfen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine Tipps mehr. Genau. Und schreibt uns mal, welche Sätze ihr in der Apotheke nutzt oder welche Geschichten ihr erlebt habt. Wir lesen das super gern. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und ja, denkt dran, ruhig atmen, freundlich fragen und alles wird gut. Tschüss.